Herzlich willkommen hier auf Hof Luna zu diesem Farm-Demo-Treffen. Wir haben ungefähr 150 Tiere, davon sind 70, 80 Milchkühe und der Rest sind Rinder und Bullen und haben jetzt knapp 200 Hektar. An dieser Climate Farm Demo-Veranstaltung stand das sogenannte ÖQ-System im Zentrum, das Wilhelm Bertram über die letzten 40 Jahre entwickelt hat. Hat alles angefangen damit, dass wir Hecken gepflanzt haben, um Lebensraum zu schaffen für die Tiere, für die Vögel. Unser Ziel war immer, es wieder zusammenzubringen, ne? Die Landschaftsgestaltung mit der Tierzucht, weil die Kühe ursprünglich in einer Landschaft gelebt haben, wo es halt auch Blätter und Äste gefressen haben. Und diese Vitamine und Mineralstoffe sind halt sehr wichtig, dass die Tiere auch langfristig gesund bleiben. Wilhelm Bertram hat lange nach einer geeigneten Rasse gesucht und sich schlussendlich für Anglerkühe entschieden. Das Anglerrind alter Zuchtrichtung zeichnet sich durch besondere Qualitäten aus. Fettreiche Milch, gute Futterverwertung, Gesundheit und hohe Anpassungsfähigkeit. Diese Tiere sollten sich immer mehr an die Umwelt und an das Gesamtsystem anpassen. Und dafür braucht es diese genetische Vielfalt und keine hochgezüchteten Tiere. Um die Tiere für die Zucht gezielt auszuwählen, hat Wilhelm Bertram einen sogenannten Futterumsetzungskoeffizienten entwickelt. Dabei setzt er die Jahresleistung an Fett und Eiweiß ins Verhältnis zum Körpergewicht der Kuh. So kann er die Kühe miteinander vergleichen und sieht, wie effizient eine Kuh das verfügbare Futter in Leistung umsetzt. Und rausgekommen ist eine Kuh, die so zwischen 520 und 540 Kilo im Schnitt wiegt und relativ klein ist. Aber die passt am besten in diese von uns entwickelte Landschaft mit den Hecken und mit diesen Hanglagen hinein. Die Leistung liegt derzeit bei rund 4.500 Kilogramm Milch pro Kuh. Für Wilhelm Bertram ist aber nicht die Einzelleistung entscheidend, sondern die Effizienz der gesamten Herde. Die Robustheit der Tiere zeigte sich auch, als die Blauzungenkrankheit auftrat. Die Leistung ist zwar zurückgegangen, aber die Tiere sind nicht ernsthaft erkrankt und haben sich rasch wieder erholt. Als Wilhelm Bertram die Hecken pflanzte, wusste er noch nicht, welche Arten am besten passen. Und da haben wir halt 60 verschiedene Arten einfach erstmal genommen und alles angepflanzt und geguckt, was fressen die Tiere besonders gut. Besonders gern fressen die Kühe Weiden, aber auch Weißdorn, Hainbuche, Esche und Haselnuss. Zusätzlich hat der Hof auch viele Obstgehölze und Dornenpflanzen gepflanzt. Die Vielfalt ist, denke ich, schon wichtig, um möglichst vielen Insekten und Vögeln halt auch die Möglichkeit zu geben, sich wieder anzusiedeln. Dadurch, dass wir die Landschaft mehr gestaltet haben mit Hecken und Obstbäumen, ist natürlich alles viel lebendiger geworden. Auf den Flächen von Hof Luna brüten im Sommer über 60 Vogelarten. Darunter sind 12 Arten, die auf der roten Liste stehen. Mit dem ÖQ-System sind wir etwas unabhängiger geworden und können dem Klimawandel etwas besser begegnen, weil die Kühe zusammen mit der Landschaft entwickelt und gezüchtet wurden und halt auch widerstandsfähiger einfach sind durch die Zucht halt als Hochleistungsrassen.